Wir haben immer geglaubt, wir hätten eine hohe IT-Sicherheit und fühlten uns auf der sicheren Seite. Und auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, wir sind ein kleiner Mittelständler im Westerwald. Welcher Hacker soll sich denn für uns interessieren? Wir haben keine geheimen Daten, wir haben keine Patente. Umso geschockter waren wir am Ende, als wir gemerkt haben, dass es uns getroffen hat und in welchem Umfang es uns getroffen hat. Unabhängig von dem Tätigkeitsgebiet, in dem ein Unternehmen tätig ist, ist es einfach unerlässlich, diesen Versicherungsschutz heute zu haben. Es kann jeden treffen, jeder ist diesen digitalen Gefahren ausgesetzt. An einem Donnerstagmorgen rief mich morgens um 5:10 ein Mitarbeiter aus unserer IT-Abteilung an und sagte mir, dass sämtliche IT-Systeme nicht funktionieren. Das Einzige, was wir noch machen konnten, war das Licht anschalten. In der Beratung versuchen wir das immer, den Kunden bildhaft darzustellen mit der Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Diese Cyberattacken, die dort stattfinden, führen in der Tat dazu, dass ein Unternehmen komplett lahmgelegt ist. Also es sah so aus, dass alle Dateien verschlüsselt waren und dass in jedem Ordner eine lesbare Datei enthalten war, die uns mitgeteilt hat, dass unsere Datenbestände nun verschlüsselt sind. Zum einen hat uns High Solutions mit Krisencoaches unterstützt. Das war enorm hilfreich, denn wir, das muss ich ganz ehrlich sagen, waren in der Situation erstmal so ein bisschen in Schockstarre verfallen. Und die beiden Krisencoaches haben uns da mit Hilfe eines Krisenstabs hier im Haus sehr, sehr gut an die Hand genommen und haben auch dazu beigetragen, dass wir unsere Prozesse sehr viel schneller wieder ans Laufen bekommen haben. Auf der anderen Seite hatten wir dann die IT-Forensiker, die das Ganze technisch übernommen haben, die zum einen versucht haben herauszufinden, wie ist der Angreifer hier reingekommen, wo ist die Schadsoftware und wie kriegen wir möglichst schnell die Systeme wieder ans Laufen. High Solutions hat von uns ein eigenes Büro bekommen und das haben sie innerhalb weniger Stunden in ein IT-Labor verwandelt. Sie sind dann wirklich sehr, sehr tief in unsere IT-Systeme rein und konnten anhand von Protokolldateien, von Logdateien nach einer gewissen Zeit auch relativ gut nachvollziehen, was denn da eigentlich bei uns passiert ist. Zum Thema Datenschutz hat uns Hiscox eine Anwaltskanzlei an die Hand gegeben, denn wir konnten hier nicht mit Sicherheit sagen, ob personenbezogene Daten abgeflossen sind oder nicht. Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten, den haben wir sofort mit eingeschaltet und gemeinsam mit dieser Kanzlei hat er dann eine Meldung beim Datenschutzbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz gemacht. Dazu sind wir verpflichtet und es war einfach gut, auch an der Stelle einen kompetenten Partner an der Seite zu haben. Wichtig war auch das Thema Kommunikation. Da hat Hiscox einen Kommunikationsexperten mit ins Boot gebracht, der uns beraten hat, in Abstimmung mit dem Krisenteam hier vor Ort. Wie gehen wir mit der Sache in die Öffentlichkeit? Und es war natürlich klar, dass dieser Vorfall irgendwie nach außen dringt und uns war wichtig, dass wir aktiv an die Sache rangehen und nicht plötzlich die Lokalpresse am Tor stehen haben, die uns Fragen stellt, die vielleicht zu einer schlechten Berichterstattung geführt hätten. Wir sind also in Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsexperten relativ schnell an die Öffentlichkeit gegangen und das hat letztendlich dazu geführt, dass sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Lieferanten und vor allen Dingen auch bei Kunden sehr viel Vertrauen geschaffen wurde und auch sehr viel Verständnis vorhanden war. Wir haben ja im ersten Moment gedacht, wir haben überhaupt keine Daten mehr. Und mit Hilfe von High Solutions und unseren IT-Kollegen haben wir dann doch nach und nach eine ganze Menge Puzzlestücke gefunden, wo noch Daten vorhanden waren. Und so innerhalb von 4-5 Tagen ergab sich doch so ein Bild, dass wir in der Lage sind, eine ganze Menge wiederherzustellen. Was wir gemerkt haben, ist, dass unsere Digitalisierungs- und IT-Strategie der letzten Jahre, nämlich alles, was irgendwie geht, zu digitalisieren und in EDV-Prozesse zu packen, dazu führt, dass wenn wir angegriffen werden, dass wir gar nichts mehr können. Wenn man sich überlegt, welcher Schaden dort angerichtet worden ist mit dieser Erpressung, dann war das vorher für uns unvorstellbar. Hiscox bietet neben dem Versicherungsschutz, dem Wording, was dahinter steht, eben noch zusätzlich die Möglichkeiten, über die Dienstleister im Bereich Krisenmanagement, Forensik, Datenschutz entsprechend wirksam und schnell dem Kunden zu helfen. Und das ist meines Erachtens ein Alleinstellungsmerkmal, was Hiscox eben hat.
was andere Anbieter am Markt so nicht offerieren. Rückblickend war es gut, dass wir viele gute Berater an unserer Seite hatten. Das fing an mit der SMK AG, unserem Versicherungsmakler, der uns vor einigen Jahren zum Abschluss der Cyberversicherung geraten hat. Die kompetente Beratung durch High Solutions an der Stelle hätten wir nicht bekommen, wenn nicht die Vereinbarung mit dem Versicherer dort gewesen wäre, was uns wirklich gut begleitet hat durch diese Zeit.